außer dem großen Prisma haben wir noch das Mini-Prisma im Einsatz. Das findet sich hier im Koffer. Das Prisma selber mit einer Libelle. Oben und unten habe ich Gewinde, um die Stangen da reinzuschrauben, die hier mitgeliefert werden. Eine eher konservative Geschichte. Ich baue es jetzt mit 2 oder 3 Stangen auf. Dann kann ich hier die beiliegende Spitze noch anschrauben. Und das, warum mache ich das überhaupt? Das gibt mir die Gelegenheit, in engeren Räumen, zum Beispiel bei Höhlen ausgraben oder sowas, wo nicht so viel Platz ist. Wenn jetzt hier die Ecke vom Zelt ist, dass ich dort einfacher einmessen kann als mit der großen Stange. Natürlich auch auf Profilnägeln und bei ähnlichen Gelegenheiten. Wenn ich es mir ganz angenehm machen möchte, dann kann ich damit auch auf dem Planum vermessen. Das ist für die etwas bequemeren und rückenlahmen Leute unter uns. Dann kann ich mir auch eine Konstruktion wie diese hier zum Beispiel zusammenbauen. Mehr von diesen Stangen hier. Immer darauf achten, jetzt natürlich die Höhe hier verändert sich immer wieder. Eigentlich Höhe des Prismas ist hier auch aufgeschrieben. Das sind 5 cm in beide Richtungen. Und dann haben wir hier jeweils nochmal 10 cm dabei. Hier nochmal 5 cm. Und jetzt kann ich einfach, ohne mich zu bücken, das Prisma hier auf den Boden setzen, kann das mit der Libelle gerade halten und kann so relativ einfach verschiedene Punkte auf dem Boden messen. Hier gilt natürlich auch, da die Entfernung vom Boden deutlich geringer ist, wenn ich jetzt hier schwanke und in der Libelle bleibe, habe ich deutlich geringere Abweichungen als mit einem auf größerer Höhe aufgebautem Prisma. Dies letztendlich jetzt kurz zum Mini-Prisma.